Ja, das ist natürlich für mich immer eine spannende Frage, insofern als die USA natürlich kein International Women's Day feiern dürfen. Also das gilt ja mehr oder weniger als sozialistischer Feiertag aus den uralten Zeiten und dafür haben wir Women's History Month. Außerdem haben wir das Problem in Amerika, das Land selber ist so groß und die Frauen sind so unter Druck und beschäftigt und hier erwerbstätig und was weiß ich, dass keiner sich wirklich Gedanken darüber macht, wie es Frauen in anderen Ländern geht, es sei denn, man besucht gerade einen Kurs, ein Seminar darüber, also da habe ich auch unter meinen Studenten gesehen, wie die Glühbirne auf einmal aufgeht und oh, I had no idea that other women live like this. Aber in erster Linie haben wir das Problem der Empowerment sozusagen und ich glaube, wir sollen nicht unbedingt mit der Politik anfangen, sondern diese Frauen, vor allem die weniger privilegierten Frauen, auch in meinem eigenen Lande, die brauchen viel Hilfe, um neue Geschäfte, kleinere Betriebe sauber aufzubauen, um eine Existenzsicherung für sich aufzubauen, stattdessen, dass sie immer vom Staat abhängig sind oder auf sonstige Projekte angewiesen sind. Und ich glaube, da tut sich was schon im Bereich dieser Social Enterprising, da kommen wir vielleicht später darauf zurück. Aber die großen Probleme, die allergrößten Probleme haben wir in Bereichen jetzt wie Sudan, in Syrien und so weiter oder auch sogar in Ägypten oder in Libyen. Wir wissen gar nicht, was jetzt aus Frauenrechten passieren wird. Wir hatten alle gehofft, es handele sich um eine demokratische Revolution und wir sehen, wie schnell das alles zurückgeschraubt werden kann. Wenn wir uns politisch betätigen wollen, dann sollen wir unsere Politiker und Politikerinnen dazu bewegen, immer mehr Druck auf solche Länder zu legen. Aber wie gesagt, also ich sehe eher die Hoffnung, Frauen können wir am besten helfen, emanzipieren, indem wir ökonomische Möglichkeiten für sie darstellen. Und da finde ich die EU und auch das, was die UNO lange Zeit gemacht hat mit diesem Gender Mainstreaming von Entwicklungshilfe, ist äußerst notwendig. Also wenn überhaupt Gelder dahin fließen, dann sollen die Frauen direkt daran beteiligt werden, paritätisch daran beteiligt werden. Die Ausgaben sollen so aufgeteilt werden, dass Frauen ebenso von unserer Entwicklungshilfe profitieren können. Ich glaube schon, dass Frauen in der Politik eine sehr wichtige Rolle spielen kann, allerdings vor allem, wenn die Frauen selbst eine kritische Masse erreicht haben. Das sehen wir am Beispiel der Europäischen Union, das sehen wir jetzt auch im Bundestag, in vielen anderen Parlamenten. Wenn Frauen etwa 30% der Mandaten für sich beanspruchen können, dann bringen sie die anderen Politiker auf bestimmten Themen und vor allem bringen sie auf die Zusammenhänge. Man kann ja keine Politik hier so eine Scheibe und da so eine Scheibe, also eindimensional gestalten, sondern das muss als Paket, Gesamtpaket gesehen werden, vor allem im Bereich Entwicklungshilfe oder Wiederaufbau in Kriegsgebieten wie im Sudan zum Beispiel. Und wir brauchen immer mehr Frauen an der Macht. Wir haben kurioserweise Frauen in der letzten Zeit häufiger in der Position von Außenministerin gesehen in den USA, aber Hillary braucht natürlich auch Rückenstärkung. Und das braucht sie vom Kongress. Und da haben wir die 30% noch nicht erreicht. Und dann ist es für sie schwieriger, frauenbezogene Entwicklungsprogramme durchzusetzen. Wir können nur hoffen, dass andere Leute, die in der Regierung mitgearbeitet haben, lange Zeit langsam auf die Idee kommen, dass ich nicht nur dieses Programm, sondern ich muss gleichzeitig 3 und 4, 5 verschiedene Programme miteinander abstimmen, um zu sehen, dass die Frauen tatsächlich gedeckt werden.